himmlische Heere, Engelsfürsten, Schutzengel, Rache- und Todesengel, abtrünnige Engel. Engel sind ein zeitloses Phänomen, das in mehreren Religionen vorkommt und quasi zwischen Himmel und Erde kursieren. Doch woher kommen die Engel? Was sind ihre Aufgaben? Wer hat sie erschaffen? Ich lade Sie heute ein, mit mir gemeinsam einen kleinen Abstecher in die Welt der Engel zu machen. Engel erfreuen sich besonders im Volksglauben sehr großer Beliebtheit. Dieses Bild des romantischen Engels wurde hauptsächlich geprägt durch die spätmittelalterliche Buchkunst. Die Buchkünstler des Mittelalters waren es auch, die den Engeln Flügel verliehen. Denn vor dem 5. Jahrhundert gab es zwar Engel, die wurden jedoch flügellos und männlich dargestellt. Hier zeige ich Ihnen eine Wandmalerei aus dem 4. Jahrhundert. Die befindet sich in Rom, in der neuen Katakombe an der Via Latina. Der heidnische Prophet Bileam oder Balaam sitzt auf einem Esel und wird nicht, wie es scheint, von einem Meuchelmörder überfallen, sondern dies ist ein Engel, ein robuster, bärtiger, männlicher Engel. Aber nicht nur in männlicher Gestalt wurden die Engel dargestellt. Oft sieht man sie im Körper von Frauen oder auch Kindern, jedes Mal in der Gegenwart der Mutter Gottes. Die sogenannten Putten- oder Kinderengel sind eine italienische Erfindung aus der italienischen Renaissance. Ein uns sicherlich allen bekanntes Bild sind diese beiden kleinen Kindergestalten. Sie tauchen millionenfach in der Werbewirtschaft auf, beziehungsweise finden sich auf Poster, Postkarten und dergleichen wieder. Doch wissen Sie eigentlich, aus welchem Gemälde diese beiden Kinderengel entsprungen sind? Sie wurden von Raphael da Urbino um 1512 geschaffen und es handelt sich um eines der berühmtesten Gemälde der italienischen Renaissance, wo die Engel nur am Bildrand vorkommen. Die Sixtinische Madonna. Das Gemälde befindet sich heute in der Gemäldegalerie Alte Meister in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Es stellt die Mutter Gottes mit dem Jesuskind dar. Auf der linken Seite ist der heilige Sixtus dargestellt, der auch als Namensgeber für das Gemälde dient. Und auf der rechten Seite sehen wir die heilige Barbara. Die Engel am unteren Bildrand wurden zum Schluss aus kompositorischen Gründen hinzugefügt. Wenn wir das Gemälde genauer betrachten, können wir auch noch weitere Engel erkennen. Im ersten Moment könnte man meinen, Wolken im Hintergrund zu sehen. Doch bei genauerer Betrachtung erkennt man, dass es sich hierbei um die Köpfe zahlloser Engel handelt. Doch begeben wir uns wieder zu meiner Anfangsfrage zurück. Woher kommen nun die Engel? Das Wort Engel findet sich zum ersten Mal wieder im Tanach, der hebräischen Bibel, wo die ältesten Schriften auf 1500 vor Christus zurückgehen. Die Bezeichnung Malak, übersetzt mit Sendbote, wurde später ins Griechische mit Angelos übersetzt. Und aus Angelos kam es dann zu unserem Wort Engel. Die Israeliten waren davon überzeugt, dass Gott den Kontakt zu den Menschen sucht. Doch sie waren auch davon überzeugt, dass die Menschen Gott nicht direkt ansehen können. Daher beschloss Gott, die Engel zu schicken, die Boten Gottes, um zwischen Himmel und Erde mit den Menschen kommunizieren zu können. Aufgrund des Bilderverbots im Judentum gibt es nur sehr wenig Engelsdarstellungen von früheren Zeiten. Später hat das Christentum genauso wie der Islam aus deren Beschreibungen Engelsdarstellungen abgeleitet und sich ihre eigene Engelslehre genauso wie einen Engelskult erarbeitet. Die Erzengel Michael, Gabriel und Raphael sind wohl eines der bekanntesten in der Bibel
erwähnten geflügelten Wesen. Bei Francesco Botticellis Gemälde Tobias und die drei Erzengel, entstanden um 1467, wird Raphael mit Tobias in der Bildmitte dargestellt. Raphael übernimmt hier die Rolle des Schutzengels, der die Hand hält und Wunden heilt. Daher hat er auch einen Medizintiegel in seiner Hand. Auf der linken Seite sehen wir den Erzengel Michael in funkelnder Kriegsausrüstung, das Siegesschwert hochhaltend, und auf der rechten ist Gabriel dargestellt, als der Engelsbote mit der Lilie in der Hand, die er Maria bei der Verkündung überreicht hat. Die Engelsfürsten Michael und Gabriel werden nicht nur im Alten Testament erwähnt, sondern finden auch im Koran ihre Erwähnung. Doch fangen wir zuerst an und konzentrieren uns auf das Christentum. In dieser frühen Darstellung aus dem 10. Jahrhundert von der Verkündigung an Maria aus dem Eckberg-Kodex übergibt Gabriel zwar keine Lilie an Maria, wird aber mit huldvoll erhobener Hand dargestellt. In seiner Linken hält er das Kreuzzepter wie einen Botenstab. Die nackten Füße weisen ihn als den Freudensboten aus. Es ist eindeutig zu erkennen, dass es sich hier um den Boten des Herrn handelt. Für die Kirche des Mittelalters stellen diese Art von Darstellungen ein Problem dar. Denn woher wusste man, wie ein Engel aussah? Woher wusste man, dass ein Engel Flügel hatte? Wer hatte das bestimmt? Es stellten sich noch weitere Fragen. Denn abgesehen von den Erzengeln und die Engel, die in menschlicher Gestalt zu uns Menschen auf die Erde kamen, müsste es nicht eigentlich mehr Engel geben? Wann wurden sie erschaffen? Woraus bestehen Engel? Und was können wir überhaupt über Engel wissen? Nicht nur die kirchlichen Konzile haben sich darüber Gedanken gemacht, sondern auch die Gelehrten, wie in etwa Augustinus, Albertus Magnus, Bonaventura, Thomas von Aquin. All diese Gelehrten diskutierten über das Thema der Engel. Im Konzil von Nicäa um 325 diskutierte man über das Thema der Engel. Im Endeffekt stimmte man zu, dass die Erzengel, Michael, Gabriel, Raphael, sehr wohl angebetet werden dürfen. Doch wie war das nun mit den restlichen Engeln? Lenkten sie nicht die Gestirne und die Planeten? Und wann wurden sie erschaffen? All diese Fragen blieben unklar. In einer Sache war man sich allerdings sicher, dass Engel aus keiner festen Substanz bestanden. Das Christentum, ausgehend von der jüdischen Beschreibung, ordnete zunächst die Engel und entwarf eine himmlische Hierarchie. Francesco Botticelli setzt diese Vorstellung in seinem Gemälde Mariä Aufnahme in den Himmel im 15. Jahrhundert in Florenz um. Maria und Jesus in der oberen Bildmitte sind von den in 3 Stufen eingeteilten 9 Engelschören umgeben. Auf der untersten Stufe befinden sich die für uns am bekanntesten Himmelsboten: Engel, Erzengel und Fürsten bzw. Fürstentümer. Auf der zweiten Hierarchieebene sehen wir die Herrschaften, Mächte und Gewalten. Auf der obersten Stufe befinden sich die 6-flügeligen roten Seraphim, die 4-flügeligen blauen Cherubim und darunter die Throne, die so genannt werden, weil sie die Träger des Throns Gottes sind. Doch gehen wir noch einmal zurück zum Erzengel Gabriel. Gabriel übernimmt nicht nur im Christentum die Rolle des Freudenbotschafters. Er ist es auch, der im Koran Mohammed als Gabriel oder Djibril die Suren des Korans übergibt. Er ist also der Engel der Offenbarung. Hier sehen wir, wie Erzengel Gabriel Mohammed die 8. Sure des Korans übergibt. Diese Miniatur ist aus dem Buch Das Leben des Propheten und ist um 1000 nach der Hidschra bzw. im 16. Jahrhundert unserer Zeitrechnung entstanden. Laut der Legende heißt es, dass Mohammed unbedingt die göttliche Gestalt des Erzengel Gabriel sehen wollte. Und als er ihn dann
doch überzeugen konnte und sich Gabriel in seiner Engelsgestalt darstellte, wurde er vor lauter Göttlichkeit und Glanz ohnmächtig. Im Gegensatz zu Gabriel gilt der Engelsfürst Michael als Bezwinger des Teufels. Wie wir bereits gesehen haben, wird Michael oft in Rüstung mit gezücktem Schwert dargestellt. Hier eine Darstellung aus der Berri-Apokalypse. Der Erzengel Michael mit seinem Heiligenschein fliegt auf einer stilisierten blauen Wolke im oberen Teil des Bildes und hält ein Schild mit einem Kreuz. Er zieht sein Schwert gegen 3 klauenfüßige Teufel, die zu Boden fallen. Der Krieg im Himmel ist eindeutig gewonnen, da Satans gefallene Engel nicht zurückschlagen. Man findet den Erzengel Michael nicht nur als Kämpfer, sondern auch als Seelenwieger im jüngsten Gericht wieder. So wie hier im Stundenbuch der Katharina von Kleve. Eine nackte Seele sitzt in der sinkenden linken Schale der Waage, wo gerade ihre guten Taten gewogen werden. Auf der anderen Seite versucht ein orangener Dämon, das Ergebnis zu ändern, indem er die gegenüberliegende Waagschale hinunterzieht. Der Erzengel Michael beobachtet die Szene genau und gewährt dem frommen Mann den Einzug in den Himmel. Dies erkennt man am musizierenden Engel im rechten Bildrand, was wiederum dem Drachen in der unteren Ecke sehr missfällt. Im Islam steht der Erzengel Michael, auch Mikael oder Mikael genannt, für Weisheit und Gerechtigkeit. Im Gegensatz zum Christentum wird er kaum in Kampfausrüstung dargestellt. In diesem Bild zum Beispiel aus Katzwinis Wunder der Schöpfung trägt Michael typische Kleidung für das 14. Jahrhundert und weist auch eine gewisse Demut und Sanftheit auf. Laut Al-Katzwini steht der Engel auf dem überfließenden Meer des 7. Himmels und ist verantwortlich für die Menschen und die Präsenz von Weisheit und Wissen in den Seelen. Seine Diener herrschen über die ganze Welt und haben Macht über Auferstehung und Zeugung. Doch nicht nur der Himmel ist voller Engel. Auch der Weg zur Hölle ist gesäumt von abtrünnigen und gefallenen Engeln, mit Luzifer als ihren Herrscher. Luzifer heißt übrigens Lichtträger und war einmal der mächtigste Engel im Himmelsreich. Er wollte sich aber mit seiner Position nicht zufrieden geben, weil er wollte selber auf Gottes Thron sitzen, woraufhin ihn Gott dann aus dem Himmel geschmissen hat. Hierzu habe ich 2 Miniaturen vorbereitet. Beide stammen sie aus den Les Tres Richeurs von Duc de Berry. Der Engelsturz zeigt Gott am Thron, umringt von Seraphim und Cherubim. Alle respektlosen Engel fallen aus ihrer regulären Rangordnung aus dem Himmel und in das feurige Chaos der Hölle. Michael und seine Engel, dargestellt als Ritter, kämpfen gegen die gefallenen Engel. Luzifer, erkennbar an seinen Engelsattributen, der Krone und der Stola, fällt als erster in die Hölle. Der Fall Luzifers und den rebellischen Engeln gibt einen Einblick in die Hölle und wirkt, als stünde diese Miniatur im Gegensatz zum Engelssturz. Die Hölle ist Luzifers Reich im Gegensatz zum Himmel, wo Gott regiert. Beim Engelsturz dominieren Blau und das strahlende Gold. In der Hölle herrschen Grau und Schwarztöne vor, gepickt mit feurigem Rot. Beim Engelsturz fallen die Engel von oben nach unten. In der Hölle werden die Verurteilten mit der Kraft des brennenden Atems Luzifers von unten nach oben geworfen. Der Satan ruht auf einem riesigen Rost. 2 Teufel entfachen mit 3 Blasebälgen das Feuer unter dem Grill. Flammen schlagen aus den Bergen im Hintergrund, wo andere verdammte Seelen zu sehen sind.
Dämonen missbrauchen Männer, die ein schlechtes Leben geführt haben, darunter auch ein Ordensmann, der immer noch sein priesterliches Gewand trägt. Auch im Islam wird berichtet, dass als Gott Adam den Lebensatem einhauchte, befahl er allen Engeln, sich vor seinem Halifa, seinem Stellvertreter auf Erden zu verbeugen. Die Engelschar gehorchte, bis auf Iblis. Der wollte sich nicht vor Adam verbeugen und demnach wurde er aus der Engelsgemeinschaft ausgeschlossen. Hier ist Iblis, der Teufel, dargestellt, aus dem Buch der Geburten, aus dem 7. Jahrhundert nach der Hidschra bzw. dem 13. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Abschließend möchte ich Ihnen noch einen Engel aus der Bamberger Apokalypse präsentieren. Der Engel mit Mühlstein. Es heißt in der Johannesoffenbarung: Dann hob ein gewaltiger Engel einen Stein auf, so groß wie ein Mühlstein. Er warf ihn ins Meer und rief: So wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht hinabgeworfen werden, und man wird sie nicht mehr finden. Ein riesiger Engel schreitet über eine starre Wellenfläche und wirft mit seiner rechten Hand einen Mühlstein in Form einer Scheibe ins Wasser. Die Bamberger Apokalypse ist ein Werk der ottonischen Buchmalerei aus der Zeit zwischen 1000 und 1020. Die Handschrift zählt zu den bekanntesten Werken aus dem Skriptorium des Klosters Reichenau und befindet sich heute in der Staatsbibliothek Bamberg. Ich hoffe, Ihnen hat dieser kurze Abstecher in die Welt der Engel gefallen. Wir von Medieval Art Stories würden uns sehr über Ihre Anregungen oder Kommentare freuen. Und falls Sie noch mehr interessante Geschichten aus dem Mittelalter hören wollen, lade ich Sie ein, unserem Kanal zu folgen. Bis zum nächsten Mal.